Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren React-Video auf unserem Kanal. Wir reagieren heute auf das Video Why are football shirts so expensive von dem YouTube-Kanal Athletic, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Interests. Ja. Schaut mal vorbei. Ich habe es ehrlicherweise noch nicht gemacht, aber so viel sollte man fairerweise sagen. Gut, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, Zellers. Wenn ich Go sage, starten wir beide das Video. Mhm. Und Ja. dann gucken wir mal. Aber vorher, das hatte ich eben gerade schon off-screen gesagt, ich vermute, dass es einfach wegen den Lizenzen ist. Ja. Aber gut, mal gucken. Lizenzen und Marken und Sponsoren, Genau, das keine Ahnung Video was. ist auf Englisch, ich habe Untertitel an. Man kann das, denke ich, gut verstehen. Wenn nicht, Jo. ja, ist es halt so. Dann geht's los in 3, 2, 1, go. Every 2 seconds, somebody buys a football shirt. And that's just Okay. counting the shirts of the top 10 clubs in Europe. Ja, Football das ist schon shirts are big verrückt. business. Vor allem, wie teuer And die they are sind. getting more and more expensive. A Manchester United shirt today costs 3 times as much as 30 years Oh. ago. Ja, So, die sind are richtig greedy teuer. club owners ripping us off? It's a bit more complicated than that. Welcome to Athletic Interest. Was für In eine this angenehme video, we Stimme. explain why Ja, football shirts die are ist so richtig geil. expensive and who makes the most money selling Also them. ich glaube wahrscheinlich die DFB oder in dem Fall englische Verband, dass die da das meiste Geld Before we rauskriegen. can break down the price of football uniforms, we first have to understand where they come from. Because in the beginning, there were no uniforms. In the middle of the 19th century, when football first started to become popular, players would turn out in whatever they had to hand. Teams were simply distinguished by wearing colored caps or scarves. The first reference to colors comes from the rules of Sheffield FC, the oldest football club in the world, in 1857. Each player must provide himself with a red and dark blue flannel cap, one color to be worn by each side. Soon, more and more clubs Wow. started Okay. to dye their shirts in club colors and sewed their logo to the chest. This original style lasted for almost a century. The only addition were numbers on the back to make it easier for the fans to distinguish between players. But in the 70s, just as Ja, die Nummern sind, everything glaube around ich, it, aber auch football dafür da, wegen den started to gelben und become roten more Karten colorful. hauptsächlich, würde ich mal Long behaupten. before Ich Inter denke auch, Miami ja. today, Palermo and Hamburg were playing in pink. And another thing changed. A deer showed up to graze some fresh money. In 1973, German team Braunschweig became the first club to show a sponsor Das wusste logo ich on sogar. its shirts, that of liquor Krass. producer Jägermeister. The move paid the team 100,000 German mark and introduced a new way of doing business to football that is worth millions today. But back then, many people hated the idea. In fact, the BBC refused to broadcast matches Ausgerechnet featuring die Engländer mit sponsored ihren shirts, ganzen Investoren. forcing clubs to remove sponsors' logos. That would quickly change when the broadcasters started getting a slice of the pie. In the Aha. 90s, a lot of cash was injected into football Werbeeinnahmen through und so, lucrative ja, klar. broadcasting deals. The marketing of replica kits exploded, and everyone who considered him or herself to be a supporter Scheiße. was expected to turn out on match day wearing the current replica kit. Football shirts had to look good not only on the pitch, but also when worn with jeans. Today, football shirts are fashion, collectibles with cultural significance, and a significant revenue stream for clubs. The biggest kit deals with Wahnsinn. Adidas and Nike bring clubs like Manchester United and Liverpool millions in cash each Ja, year. eigentlich könnten die ja And auch, all that wie money manche has to Vereine come das from machen, alle 2 somewhere. Jahre nur die Trikots Fans. ändern, ne? Aber So clubs and brands Weniger are Geld. probably increasing So prices ist es, ja. whenever they can, right? Let's look into it. A typical football shirt today does indeed cost around 3 times as much as 30 years ago. But there is Ja, one Inflation. very obvious reason for the ja, change. sagt er jetzt ja auch. Ja. Inflation. Ja, ja, klar. According to the Bank of England, the average inflation since 92 has been 2.8%. If you factor that in, 30 euros back then would be around 70 euros in today's money. And that's pretty much what you pay for a replica shirt today. Ja, aber die That Herstellungskosten doesn't mean sind that ja wahrscheinlich 70 höchstens euros for a 10 football shirt oder is 5 cheap, Euro, but schätze it's ich Ja. mal. also not like we Die forced Herstellungskosten out werden on sich jetzt auch nicht großartig Die würden gesteigert mich mal haben. football interessieren. shirt is as expensive as ever. Now, before you head to the comments section and lecture us that most clubs sell their shirts for 100 euros or more, yes, that's the so-called authentic version. So there are 2 versions of football shirts. They might look incredibly similar, but there are some major differences between authentic and replica Bei football dem einen gibt es shirts. mehr Falten und bei dem Authentic Nee, anderen da shirts sind are die weniger. worn by the ganzen players Logos on the von den pitch, Ligen und so while drauf. replica shirts Ach are a Gott. cheaper option produced for fans to wear at home. The difference is mainly in the technology Ja, gut, and und genau, materials. ja. An authentic Okay. shirt is based on performance.
Brands are always looking for ways to make their shirts more breathable, lightweight, and comfortable for the players out on the pitch. The ultimate aim of these shirts isn't just to look good, but to enhance player performance. They are designed to keep players cool and calm, typically featuring some kind of premium fabric, which keeps them as comfortable as possible when running around. Replica shirts, on the other hand, are all about comfort. They might not be as aerodynamic as the proper player issue shirts, but they offer a much more relaxed fit. Ideal for the everyday football fan, especially if you're not really into slim fit clothing. For a long time, the only version for fans to Ja, aber der purchase was laberte the gerade hier so ein replica bisschen am version. Thema vorbei, But because finde ich. more and more fans wanted to have the immersive möchte wissen, experience of warum how die so it feels teuer to be sind. Cristiano Ronaldo, clubs started Oder was offering sagst the du? authentic version as well. Ja. Weil der geht gar nicht auf die The second Herstellungskosten reason und sowas why ein. football shirt prices increased. Ah, ich glaube, jetzt There is geht's a vielleicht growing los. demand. It's simple. Shirts are so expensive because we are willing to pay that much. People Ja, love Angebot und Markt, ne? Historically, Nachfrage, this ja, has klar. kept football shirt prices pretty high, even going back to the first replica sold by Leeds United for around €5 in 1973. That's more than 60 Krass. euros in today's money. And the demand is only growing stronger. The 2018 World Cup saw a huge spike in shirt sales across the globe, and the hype just hasn't really died down since. But does that mean that clubs are beliebter ripping Sport, us nach wie off vor. with unreasonable margins? Let's break down the price of a football shirt with the example Ah, of jetzt wird's Germany's vielleicht endlich mal 2018 interessant. Jetzt kommt's in deine Richtung. As a heads up, as you can imagine, will wissen, wie it's teuer tough so to eine get the real Produktion von figures so einem Ding behind ist. the business. Calling Weil die werden ja others jetzt doesn't help. billiger The hergestellt numbers werden we als use früher. are from a study by sports Weil marketing jetzt hast du ja expert Massenproduktion, die Dr. du früher nicht Peter hattest. Ullmann. They might not be 100% accurate, but they are as close as we can get. So let's dive right in. How much does it cost to make a World Endlich. Cup shirt? Endlich. Adidas pays around 8 Hat ein bisschen euros gedauert, to bis make wir Ja, an 8 den Euro, da war and ich mit is 5 bis 10 transported gar from nicht the so schlecht. factory to their warehouse. So what does that mean? The manufacturing costs in the factory only represent the first step of a finished product's journey. As it leaves the country of origin, additional costs get piled on, leading to the landed cost. For example, Adidas has to cover the cost of transporting it from Asia to the final destination. It is also possible the ship might run into a nasty storm and drop a few containers with thousands of shirts Dann into schreiben the die das ocean. einfach ab So oder the versichern brand Ja. das. has to pay for So ist es. insurance to cover any unforeseen circumstances. This works exactly like buying personal travel insurance with your plane ticket. When the shirts finally reach the port of destination, the shipment is assessed for customs duties. At this point, the factory cost has turned into cost plus insurance plus freight plus Sind wir customs wahrscheinlich bei 40 duties. Euro oder so. In our example, that's 860. Adidas sells it, however, for 90 euros. Without Ja, context, jetzt kommen aber these bestimmt noch numbers Lizenzgebühren seem und der obscene. ganze Kram. But when you go and buy a new shirt from your favorite club, you might not do so directly from the brand. You might head over to Amazon or visit your local store. And almost half of the 90 euros actually go to these retailers. For Oh, example, okay. the local store. And Krass. even for the Ja gut, die retailer, müssen ja auch this irgendwie is Geld by verdienen, no ne? means pure Ja. profit. After deducting store rent and costs for staff and marketing, about 3 to 4 euros profit remains for the store owner. Going gut. back to the overall shirt price of 90 euros. We still have to consider krass. taxes of around 20%. Ja, gut, Then Steuern. Adidas is spending money on marketing, like photo shoots and commercials to promote the shirt. Ich will das Trikot On genau in top dieser of that Farbe come haben. distribution costs. Das For example, Regenbogenabfolge the so. sales department Finde ich that gut. is servicing the store owners Ja, who aber komm, purchase the ich shirt from erwarte jetzt auch Adidas. noch irgendwie was mit The German Lizenzgebühren oder Federation sowas an also DFB wants oder its share. Adidas pays DFL. around 5 euros per shirt Ja. to the federation for the rights to produce and sell the official das sind jetzt kit of the ja national team. Nationalmannschaftstrikots, ne? Da zahlst du When an you deduct DFB und all nicht an die these costs DFL. Ja. from the total Ja. retail price of 90 euros, Adidas is left with approximately 17 euros per shirt. That is Naja, still das a ist- high margin. Ja, ich wollte But gerade it's sagen, not hohe like some Marge. headlines try to make you believe. It's not like Adidas is making the shirts for 8 euros, selling it for 10 times the amount and keeping the rest as a profit. In our example, Adidas was stuck with most of the Germany shirts anyway. Fans were more interested in South Korea shirts. Overpriced or not, we are spending much more on football shirts than on a regular t-shirt or even a functional shirt. Not only on brand new versions. Retro shirts often cost more today than 40 years ago.
Collecting replica Sammelwert and halt. match-worn shirts has become a serious business, with rare match-worn shirts changing hands for hundreds and even thousands of euros. So, the biggest margin with football shirts is actually made on eBay and not on adidas.com. The interest in football shirts has never been higher, also fueled by the internet culture on dedicated blogs and subreddits. Because football shirts are much more than just a piece of clothing. They remind us of moments, friends and Genau, ich wollte gerade sagen, das experiences. Erinnerungsstück. A good friend of this channel is today's video sponsor Ja NordVPN. gut, das because überspringe they ich have jetzt supported mal. us pretty much from the Achso, start. das ist It's sogar the dann das fastest Ende des VPN on the Videos. market, Okay, so you Das can ist das Ende, ja. Ja, NordVPN, kauft euch das, bla bla bla. Ja, ich muss sagen, die erste Hälfte fand ich ein bisschen langweilig, aber dann am Ende fand ich es doch Ja. noch gut, weil genau das ist, was ich erwartet hatte. Ich habe tatsächlich das, was am Ende mit den Kosten, dass das vielleicht jetzt sehr explizit aufgedröselt wird, aber ja, insgesamt war das Video okay. Der Anfang fand ich ein bisschen langweilig. Genau, also insgesamt, ich fand es eigentlich ja ein bisschen historischer und hier, man verbindet es mit historischen Ereignissen oder halt eben Sammelwert oder wie auch immer. Aber was dann halt doch krass ist, was so ein großer Anteil eigentlich Retailer ausmacht an der Stelle. Das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass es so krass ist an der Stelle. Dass jetzt so Ja, jemand wie gut. Amazon oder sowas so ein Mammutanteil eigentlich Die über, müssen ja alles über bezahlen, ne? 50%. Auch die Angestellten und so, also ja, macht schon Sinn. Ja. Ja, aber ist schon krass. Weil ich habe auch gedacht, so um die 10 Euro kostet vielleicht das T-Shirt, wenn man, selbst mit den ganzen Logos und mit den ganzen Details und wie auch immer was an der Stelle, aber selbst dann hätte ich vielleicht mal gesagt 12 Euro oder sowas, aber ja, mit den ganzen Ja, Steuern und so weiter kann das schon passen, ja. es ist auch eine Sache der Nachfrage, ne? Wenn du jetzt überlegst, was die da ja auch gesagt haben, du hast jetzt das Tor, wo Mario Götze uns 2014 zum WM-Titel geschossen hat und das wird irgendwie Matchworn, so heißt es ja. Also Genau, und wurde dann von ihm ist es getragen, halt, verkauft, das hat ja dann einen ideellen Wert, also genau. ja. Und was ich aber gut fand, was er da mal gesagt hat, wir zahlen deshalb so viel für das T-Shirt, weil wir Deppen ja auch so viel Geld ausgeben für diese T-Shirts. Genau. Wenn wir einfach gar keine kaufen würden, was aber leider nicht passieren wird, weil Fußballfans sind Fußballfans, dann würde es wahrscheinlich auch irgendwann mal runtergehen aus. Ich brauche mein T-Shirt von diesem Jahr, von Götze, das brauche ich. Dann wird es wahrscheinlich auch mal entspannt runtergehen auf 60, dann irgendwann mal auf 50 und so, aber ja, wir sind halt, ich sag Konsumopfer ein Ja. bisschen überzogen, aber ich glaube, das trifft schon ein bisschen so. Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Ja, aber es war informativ. Ich fand es aber auch die ersten 8 Minuten, die waren erstmal ein bisschen, oder die ersten 6, 7 Minuten, die waren ein bisschen viel drumherum. Ja, war mir auch Und zu viel. Die Kernfrage hat ein bisschen gebraucht, bis was kommt. Aber schön präsentiert, schön erklärt an der Stelle Das auf jeden und Fall, ja. anschaulich erklärt und so. Also grundsätzlich war es gut, fand ich. Also interessant. Ja. Ich Ja. fand's Zum okay. Glück. Gut, also wie gesagt, ich fand den Anfang halt zu langweilig ein bisschen, halt, aber Mhm. kann man sich trotzdem angucken. Also war okay. Ja. Ja, Gut, dann würden wir sagen, gucken wir uns das nächste Mal ein anderes Video an. Mal schauen, was dann kommt. Mhm. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.